Hallo allerseits, ich bin Peter Pernschen und bin heute auf der Inhorgenta und bin hier bei Markus Glöckler. Der ist Uhrmachermeister bei der Firma Erwin Sattler und er hat hier eine ganz kleine Neuheit, die er mir zeigt und später dann auch ganz große. Wir haben heuer 3 Neuheiten. Fangen wir mal bei der kleinsten an. Es gibt eine neue Armbanduhr mit springender Sekunde und handgemalter Mondphase, basierend auf unserem klassischen Armbanduhrwerk mit skelettiertem Rotor. Als Basiswerk verwenden wir ein Chronographenwerk, das wir aber so umbauen, dass man damit eine springende Sekunde erzeugen kann, die wir ja bei unseren Großuhren durch den Werkaufbau schon haben. Aber das soll im Prinzip eine Replik fürs Handgelenk sein und deswegen ganz original mit springender Sekunde. Handbemalte Mondphase ist ebenso bei unseren großen Uhren ein gängiges Feature. Und so haben wir für Großuhrfans, die diese Optik auch fürs Handgelenk haben wollen, einen neuen Zeitmesser präsentiert. Wie heißt die genau? Das ist die Classica Lunaris. Edelstahlgehäuse. Und die ist in kleiner Stückzahl schon einzeln verfügbar? Durchnummeriert, nicht limitiert und hat einen Preis von 10.800 € im Laden. Gut, dann gehen wir eine Nummer größer. Gehen wir eine Nummer größer. Unser edelstes Produkt aus der Aperia Baureihe hat eine Fortsetzung bekommen, nämlich die Aperia 3. Ein sehr edel gearbeiteter Regulator mit 4 Wochen Gangdauer. Hier haben wir das erste Mal die Hinterplatine des Uhrwerks gelongiert und alle anderen darüber folgenden Platinen sehr stark skelettiert, sodass man eigentlich einen kompletten Durchblick durch das ganze Uhrwerk hat. Trotzdem ist die Uhr noch sehr gut abzulesen. Man sieht im Prinzip den gesamten Werkaufbau vom Schlagwerk über die Kalenderteile bis hin zum Hauptlaufwerk für das Schlagwerk und fürs Gehwerk. Das Gehäuse ist eine edle Variante mit einem sogenannten rahmenlosen Glas, auf Gärung geklebte, entspiegelte Scheiben. Wahrscheinlich dann auch abgerundet am Rand, dass man sich Ja, so facettiert. Genau. Diese Uhren sind durchnummeriert und limitiert auf 65 Stück. Und kosten im Laden 26.900 €. Ja, ist halt alles irgendwo sehr aufwendig gefertigt, sehr viel Handarbeit mit dabei und alles in Gräfelfing bei München komplett gefertigt. Genau. Wir sind stolz, eine Manufaktur zu sein, die eigentlich komplett die gesamte Uhrentechnik im eigenen Haus hat und in diesem Bereich keine Zulieferer braucht. Wie viele Mitarbeiter sind Sie bei Erwin Sattler? Ein bisschen über 20. Es halbiert sich eigentlich. Die eine Hälfte sind Uhrmacher, Lehrlinge, Meister, Gesellen. Die andere Hälfte sind die Zerspannungstechniker, die die Bauteile produzieren. Gut, das war jetzt die mittelgroße Neuheit. Die hatten Pendellänge von... Das ist immer ein 100 cm Gehäuse. Das Pendel wird vielleicht 10 cm kürzer sein. Aber das ist so die 100er Klasse, Aperia 3. Und dann gibt es noch eine Sekundenpendel. Dann geht es noch eine Nummer größer, genau zum Sekundenpendel. Da ist dann der eigentliche Uhrenkorpus immer Minimum 1,30 Meter, 1,40 Meter. Hier haben wir mal das klassische Thema Standuhr wieder nach vorne gebracht. Mit einem Fach, wo man diverse Utensilien unterbringen kann. Fernbedienung, für was brauche ich denn die? Ja, das Pendel schwingt von allein, aber das Licht, das kann man mit einer Fernbedienung an- und ausschalten. Hier im hell beleuchteten Messestand sieht man es nicht so genau. Es lässt sich auch dimmen. Wir haben 2 Beleuchtungskomponenten, einmal für die Rückwand und einmal für das Innere in der Uhr.
Und dann das Uhrwerk selber auch so halb durchsichtig. Uhrwerk ist Von vorne zu sehen. unser klassischer Regulator mit Sekundenpendel, Luftdruckkompensation, mit dem durchbrochenen Sekundenkreis zum Einblick in die Hemmung, mit einem neuen Zifferblatt versehen. Das Uhrwerk gibt es schon sehr lange bei uns im Programm. Sie haben ja vorhin schon verraten, wir können uns das Ganze auch ein bisschen dunkler anschauen, damit man die Beleuchtung schön sieht. Ja, es gibt auch noch eine zweite Variante mit einem schwarzen Zifferblatt und dann eben im Kontrast dazu polierten Zeigern. Auch hier können wir mal die Uhr zeigt also nicht nur die Zeit an, sondern lässt sich auch als Objekt eben schön beleuchten. Und also so ein richtiges Ambiente, so wie es die einen als Ambilight-Fernseher haben. Und Genau. sie eine passende, schöne Uhr, bei der man dann gar nicht mehr Fernsehen braucht, weil das einfach ein Schmuckstück selber ist. genauso Die heißt offiziell Illumina Secunda. korrekt. Die Illumina Secunda liegt im Laden bei 49.800. Gut, dann bedanke ich mich bei Markus Glöckler hier für die Vorstellungen der neuen Uhren von Erwin Sattler und wünsche Vielen Dank. guten Messeverlauf. Dankeschön.